I want to say a few words about my father and why I believe this weekend is so important, long before it was an everyday issue. König Charles hat eine schockierende Ankündigung gemacht, mit der niemand gerechnet hat. Und das alles, nachdem Prinz William bei einer großen königlichen Veranstaltung auf der Bühne stand. Ist dies der Beginn einer neuen königlichen Ära? Oder geht hinter den Türen des Palastes etwas Tiefergehendes vor? Bevor wir verraten, was König Charles genau gesagt hat, kommentieren Sie bitte mit 1, wenn Sie König Charles unterstützen, oder mit 0, wenn Sie glauben, dass Prinz William bereit ist, die Führung zu übernehmen. Schnell, geben Sie Ihre Vorhersage ab, und jetzt lassen Sie uns in die königliche Bombe eintauchen. Lange Zeit vermuteten viele Menschen im Vereinigten Königreich und in der ganzen Welt, dass König Charles in Schwierigkeiten steckte. In der Monarchie herrschte eine ungewöhnliche Ruhe, und der König war weniger in der Öffentlichkeit zu sehen als sonst. Die Menschen bemerkten, dass er weniger an öffentlichen Veranstaltungen und Wohltätigkeitsveranstaltungen teilnahm. Anfänglich war sie kaum wahrnehmbar. Gelegentlich wurden bestimmte Vorkommnisse übersehen. Mit der Zeit wurde es klarer. Der König tauchte nicht an seinen üblichen Orten auf. Die Menschen begannen, leise darüber zu sprechen und fragten sich, warum. Sein Verschwinden wurde zu einem Rätsel, das viele Menschen unbedingt lösen wollten. Die königliche Familie tat weiterhin so, als ob alles normal wäre. Sie konzentrierten sich auf wohltätige Aktivitäten, verbesserten ihr öffentliches Image und leisteten Hilfe, nachdem Prinzessin Kate und König Charles kürzlich erkrankt waren. Während einer Reise nach Belfast teilte Königin Camilla mit, dass sich der König in Krebsbehandlung befinde und es ihm gut gehe. Dies konnte jedoch nicht die Bedenken aller Beteiligten zerstreuen. Die Tatsache, dass der Monarch nicht anwesend war aufschlussreicher als alle Garantien. Die Menschen wollten wissen, wo der König war. Sie fragten sich, ob er sich ausruhte oder ein schwerwiegenderes Problem hatte. Es wurden Fragen zu seiner Abwesenheit bei wichtigen Ereignissen und zu seinem veränderten Aussehen auf den jüngsten Bildern gestellt. Dies waren keine typischen Fragen, sondern solche, die von echter Sorge und Leidenschaft motiviert waren. Die Menschen begannen, ihre Ideen in den sozialen Medien zu teilen. Einige vermuteten, dass es ihm nicht gut ging. Andere spekulierten, dass hinter seinem Verschwinden mehr stecken könnte. Die Menschen waren besorgt über mehr als nur die Tatsache, dass er nicht anwesend war. Die wenigen Fotos, die auftauchten, waren besorgniserregend. Auf einigen Fotos wirkte der Kaiser schlanker, auf anderen wirkte er blass und hatte traurige Augen. Dies waren keine zufälligen Fotos. Sie zeichneten ein Bild von jemandem, der wirklich gestresst war. Während dieser Zeit gab der Buckingham-Palast keine Kommentare oder offiziellen Erklärungen zur Krankheit des Königs ab. Die fehlende Kommunikation zeigte, dass die Situation heikel und gefährlich war, was in der Bevölkerung Misstrauen und Angst auslöste. Die fehlende öffentliche Kommunikation hat nur Spekulationen genährt und Befürchtungen geweckt. Das Schweigen des Palastes verstärkte die Besorgnis der Menschen und sie begannen, zahlreiche Möglichkeiten ins Auge zu fassen. Während König Charles nicht anwesend war, gingen andere Mitglieder der königlichen Familie ihren Pflichten nach. Königin Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate traten in der Öffentlichkeit auf, begrüßten Menschen, besuchten Krankenhäuser, nahmen an Veranstaltungen teil und erfüllten königliche Pflichten. Dennoch hatte man das Gefühl, dass etwas fehlte. Trotz ihrer Bemühungen wurde das Loch, das durch die Abwesenheit des Königs entstanden war, immer deutlicher. Allmählich wurde den Menschen klar, dass dies mehr als nur eine kurze Pause war. In den königlichen Mauern spielte sich etwas Großes ab. Schließlich änderte sich die Situation. Der Palast hat einen Film veröffentlicht, der König Karl zeigt. Er saß in etwas, das wie ein königliches Büro aussah. Die Atmosphäre war friedlich und ruhig. Der König trug einen einfachen Anzug und wirkte erschöpft. Er blickte in die Kamera und wandte sich zum ersten Mal seit langer Zeit direkt an das Volk. Seine Stimme war freundlich und beruhigend. Er sagte nicht viel und gab nicht alle Details preis. Aber seine Aussagen bestätigten die Sorgen der Menschen. Er hatte große gesundheitliche Probleme. Es war so schrecklich, dass er seine königlichen Pflichten aufgeben musste. Es handelte sich nicht nur um einen Urlaub oder eine kurze Pause. Dies war eine ernstere Situation. Er braucht Zeit für Therapie und Rehabilitation, nicht nur Ruhe. Er erwähnte den Rücktritt nicht direkt, aber seine Botschaft deutete darauf hin. Er ermutigte das Land und die königliche Familie, mit der Planung für die Zukunft zu beginnen. Er nannte zwar keine konkreten Namen oder Zeitpläne, aber seine Äußerungen implizierten Bereitschaft.
Ein allmählicher Übergang in der Führung hatte bereits begonnen. Der Monarch bereitete sich darauf vor, abzutreten. Und zwar nicht aus Schwäche, sondern weil er die mit dem Thron verbundenen Pflichten anerkannte. Viele Menschen waren bestürzt, als sie sahen, wie ein Mann, der sein ganzes Leben damit verbracht hatte, König zu werden, seinen Rücktritt in Erwägung zog. Dieses Ereignis zeigte eine neue Art von Stärke. Eine Stärke, die nicht aus Macht oder Position erwächst, sondern aus Ehrlichkeit und Mut. Es erinnerte die Welt daran, dass sich hinter der Krone ein Mensch verbirgt, der unter Krankheit, Schmerz und den Schwierigkeiten des Machtverzichts leidet. Obwohl in der Botschaft des Königs keine bestimmte Krankheit genannt wurde, nahmen viele Menschen an, dass es sich um eine katastrophale Krankheit wie Krebs oder ein anderes Leiden handelte. Königliche Spezialisten begannen, sie zu untersuchen. Die Fakten waren weniger wichtig als die Tatsache, dass der Gesundheitszustand des Königs komplex war. Dies wirkte sich auf das Verhalten der königlichen Familie aus und leitete eine subtile, aber wichtige Veränderung ein. Als der Monarch beschloss, zurückzutreten, musste jemand anderes eine auffälligere Position einnehmen. Die Monarchie kann nicht zu Ende gehen. Sie muss weiter bestehen. Da König Karl sich darauf konzentrierte, gesünder zu werden, begann die königliche Familie, Anpassungen vorzunehmen. Dies war der Beginn eines neuen Kapitels auf ihrer Reise, das viele überraschte. König Karl trägt zwar immer noch die Krone, aber die Verantwortung geht allmählich von ihm ab. Wie hat sich König Karl darauf vorbereitet? Werfen wir einen kurzen Blick zurück auf seinen Weg zum König. Charles war einzigartig, von Anfang an. Seine Geburt war nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern identifizierte ihn auch als zukünftigen König. Seine Geburt war nicht nur deshalb bemerkenswert, weil es sich um das erste Kind von Königin Elisabeth II. Und Prinz Philipp handelte, sondern auch, weil sie ihn als zukünftigen König auswies. Dass er eines Tages König werden würde, stand bereits fest, als er noch ein kleiner Junge war. Auch wenn er es zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht ganz begriffen hatte, würde sich das Gewicht der Krone letztlich auf alle Bereiche seines Lebens auswirken. Als Karl aufwuchs, wuchs er in einem Haushalt auf, in dem Verantwortung einen hohen Stellenwert hatte. Er musste sich an eine Vielzahl von Bräuchen, Vorschriften und Erwartungen halten, da er in riesigen Palästen lebte. Andererseits wurde Charles im Gegensatz zu anderen Kindern, die draußen spielten, immer von Wächtern, Fotografen und Lehrern begleitet. Seit er ein kleines Kind war, wurde sein Leben ständig von der Öffentlichkeit beobachtet und untersucht. Als Jugendlicher hatte er nicht viele Gelegenheiten, seine eigene Einsamkeit zu genießen. Und die Last der Pflicht lastete immer auf seinen Schultern. Zunächst wurde er einem äußerst strengen Erziehungssystem unterworfen. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern um ihn zu disziplinieren, wurde er in Internaten untergebracht, die meilenweit von seinem Zuhause entfernt lagen. Im Gegensatz zu anderen Kindern konnte er nicht einfach er selbst sein. Jeder Fehler, den er begangen hat, sollte im öffentlichen Diskurs angesprochen werden. Jedes einzelne Wort, das er sprach, war von Bedeutung. Obwohl er sich bemühte, herauszufinden, wer er wirklich war, erinnerte ihn die Gesellschaft weiterhin an die Person, die er eigentlich sein sollte. Aufgrund dieser Belastung wurde er nachdenklicher, vorsichtiger und oft auch unnahbar. Seine zurückhaltende Art war eine direkte Folge dieses Drucks. Je erwachsener er wurde, desto mehr wurde er sich der Unterschiede zwischen ihm und seinen Geschwistern bewusst. Der einzige Unterschied zwischen ihm und seiner Schwester, Prinzessin Anne, war, dass sie nur ein Jahr jünger war. Anne könnte ihr Leben frei von ständiger Beobachtung leben, wenn sie nicht den gleichen Druck verspüren würde, eines Tages Königin zu werden. Sie könnte sich freier ausdrücken, kühner agieren und ihr Leben ohne die Last des königlichen Titels leben. Auch wenn sie immer noch Verantwortung trug, so war diese doch von anderer Art. Danach trafen seine jüngeren Brüder, Prince Andrew und Prince Edward, auf der Bühne ein. Zu dem Zeitpunkt, als sie eintrafen, war der Fokus bereits auf Charles gerichtet. Obwohl Andrew und Edward Mitglieder der königlichen Familie waren, standen sie nicht unter demselben Druck wie Charles. Die Titel, die sie innehatten, waren nicht so schicksalsträchtig wie die Titel, die sie trugen. Sie wurden nicht so sehr für ihre Fehler kritisiert, und ihre Zukunft war flexibler, um sich auf Veränderungen einzustellen. Karl hingegen war die einzige Person, die potenziell eine Aufgabe übernehmen konnte, die kein anderer übernehmen konnte. Karl war gezwungen, einen bestimmten Weg einzuschlagen, im Gegensatz zu seinen Geschwistern, die reisen und ein breiteres Spektrum an Aktivitäten ausüben konnten.
Als er sich darauf vorbereitete, König zu werden, gehörte es zu seinen Pflichten, zu studieren, sich über Geschichte und Diplomatie zu informieren und lernbereit zu sein. Jede seiner Handlungen wurde genauestens überprüft. Er konnte sich der Beobachtung nicht entziehen, auch wenn er versuchte, seine Privatsphäre zu wahren. In der Öffentlichkeit musste er stets eine angenehme Fassade aufrechterhalten. Im Privaten musste er sich zu einem reifen Menschen entwickeln, der eines Tages in der Lage sein würde, das Land als König zu regieren. Die Tatsache, dass er seine Zukunft vorher geplant hatte, machte seine Jugend und jungen Erwachsenenjahre zu einer größeren Herausforderung, als sie es sonst gewesen wären. Charles war bereits auf dem besten Weg, seine Ziele zu erreichen, während seine Altersgenossen noch ihren eigenen Ansprüchen nachgingen. Obwohl er sich für Themen wie Philosophie, Gartenarbeit und Kunst interessierte, vernachlässigte er diese Elemente seines Lebens häufig. Für ihn war die Aussicht, eines Tages König zu werden, das Bedeutendste, was hier geschehen konnte. Seine Geduld, während er darauf wartete, König zu werden, veränderte ihn auf eine Weise, die für andere Menschen nur schwer vorstellbar war. Im Laufe der Jahre hat Charles miterlebt, wie seine Mutter die königlichen Pflichten, die sie übernommen hat, mutig und anmutig erfüllte. Ihre Herrschaft dauerte eine beträchtliche Zeit an, aber Karls Chance schien immer in greifbarer Nähe zu sein. Obwohl er seine Mutter unterstützte, mehr königliche Aufgaben übernahm und die Krone bei offiziellen Besuchen vertrat, war er weiterhin der Thronfolger. Er schaffte es nie ganz auf den Thron, aber er war immer gefährlich nah dran. Die Zeit, die er warten musste, ließ ihn bereit, aber auch müde werden. Er war mit den Normen, Bräuchen und Erwartungen vertraut, die sich etabliert hatten. Sein ganzes Leben lang hatte er im Schatten dieser Dinge gelebt. Leider verbrachte er den größten Teil seines Lebens damit, auf ein Ziel hinzuarbeiten, das er nie erreichen konnte. Seine Geduld wurde auf die Probe gestellt, und seine Sichtweise von Autorität änderte sich, als er mit ansehen musste, wie andere Menschen die Kontrolle übernahmen, während er selbst im Hintergrund blieb. Er erlernte die Fähigkeit, Vorsicht walten zu lassen, keine Risiken einzugehen und auf die ideale Gelegenheit zu warten. Karl bestieg den Thron nach dem Tod seiner Mutter, und für ihn war es eine Zeit voller Emotionen. Seine Wartezeit war länger als die jedes anderen Thronfolgers in der Vergangenheit. Um die Monarchie in ein neues Zeitalter zu führen, blickte die ganze Welt auf ihn als Nachfolger. Karl nahm das Amt an, obwohl er schon viel Erfahrung hatte und die Last der Zeit auf seinen Schultern lag. Doch gerade als er begann, sich in seiner Position als König wohlzufühlen, geschah etwas Unerwartetes. Er musste eine Pause einlegen, da er gesundheitliche Probleme hatte. Obwohl er erst vor kurzem den Thron bestiegen hatte, begann sich sein Gesundheitszustand rapide zu verschlechtern. Plötzlich wurde er mit einer Krankheit konfrontiert, die seine königlichen Pflichten beeinträchtigte, obwohl er sich seit Jahren darauf eingestellt und vorbereitet hatte. In den Augen der Öffentlichkeit war er nicht mehr die selbstbewusste und zuverlässige Führungspersönlichkeit, für die er sich immer gehalten hatte. Mit einer ruhigen, erschöpft wirkenden Rede deutete Charles an, dass er eine Pause einlegen wolle. Es handelte sich nicht um einen endgültigen Abschied, sondern um eine Unterbrechung in der Geschichte seines Lebens, die noch nicht abgeschlossen war. Jetzt war es an der Zeit, dass der junge Mann, der mit der Bestimmung geboren wurde, Großes zu erreichen, eine Pause einlegte, obwohl er schon sehr lange darauf gewartet hat. Hat seine Herrschaft als König plötzlich die Richtung gewechselt? Glauben Sie, dass William jetzt, da er sich entschlossen hat, abzutreten, bereit ist für seinen nächsten großen Schritt? Der stille Aufstieg eines Königs im Wartestand. Alle fragen sich, ob Prinz William bereit ist, den Thron zu besteigen. Das ist die wichtigste Frage, die sich alle stellen. Seit vielen Jahren gehört er zu den Mitgliedern der königlichen Familie, die nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern in der ganzen Welt die meiste Bewunderung auf sich gezogen haben. Er hat sich von einem schüchternen kleinen Kind zu einem selbstbewussten Mann entwickelt, der ein freundlicher Ehepartner und hingebungsvoller Elternteil ist. Die Menschen haben gesehen, wie er diese Metamorphose durchlaufen hat. Sein Auftreten ist ruhig und freundlich, und man kommt leicht mit ihm zurecht. Sein Mitgefühl, seine vorausschauenden Ansichten und seine Besonnenheit haben ihm die Zuneigung vieler Menschen eingebracht. Doch unabhängig davon, wie sehr die Menschen ihn verehren, ist der Weg zum Thron kein leichter. Prinz William ist nicht nur wegen seines königlichen Status beliebt, sondern auch wegen seines Verhaltens und seiner Art, mit anderen Menschen umzugehen. Die Tatsache, dass er für seine Teilnahme an bedeutenden Veranstaltungen im ganzen Land
sowie für seine öffentlichen Auftritte und philanthropischen Aktivitäten bekannt ist, zeugt von seinem mitfühlenden Charakter. Es heißt, er sei ein mitfühlender, verständnisvoller Mensch, der dem Fortschritt und der Tradition gleichermaßen Bedeutung beimisst. Ein König zu sein bedeutet jedoch nicht nur, eine große Anhängerschaft zu haben. Die Verpflichtungen, die mit der Krone einhergehen, beschränken sich nicht nur auf Lob und positive Rückmeldungen. Eine der Aufgaben eines Königs ist es, als prominenteste Person in einer alten Organisation zu dienen, die seit Generationen besteht. Das öffentliche Gesicht der Monarchie zu sein und eine Führungsrolle zu übernehmen, die sich auf das Leben einer großen Anzahl von Menschen auswirkt, sind beides notwendige Schritte in diesem Prozess. Jede Aussage, jede Entscheidung und jede Handlung hat eine bemerkenswerte Bedeutung. Aufgrund der hohen Erwartungen wird ein erheblicher Druck ausgeübt. Von einem König wird erwartet, dass er in Krisenzeiten die Ruhe bewahrt, in Zeiten der Tragödie Trost spendet und in Zeiten der Unsicherheit Stabilität vorlebt. Diese Position kann nicht allein durch Literatur oder Unterricht in ihrer Gesamtheit bewältigt werden. Ein ständiges Bewusstsein für die Welt, emotionale Stärke und ein Engagement für lebenslanges Lernen sind notwendig, um erfolgreich zu sein. Dennoch sind zahlreiche Personen, die der königlichen Familie nahestehen, sowie Fachleute der Meinung, dass William gut auf diese Aufgabe vorbereitet ist. Seit seiner Jugend bereitet er sich auf seinen zukünftigen Beruf vor. Er hat gelernt, wie man mit globalen Themen umgeht, wie man in der Öffentlichkeit spricht und wie man diplomatisch ist. Während andere Kinder konventionelle Kinderaktivitäten wie Fahrradfahren oder Sport lernten, hat er sich diese Fähigkeiten selbst angeeignet. In den vielen Phasen seines Lebens erhielt er viel Unterstützung. Von seinem Vater, König Karl, lernte er, wie man königlichen Verpflichtungen nachkommt, wie man mit Hindernissen in der Öffentlichkeit umgeht und wie man in schwierigen Situationen die Ruhe bewahrt. William war Zeuge der Fähigkeit von Charles, seine Würde zu bewahren und gleichzeitig seine persönlichen Interessen zu verfolgen, sowie seiner Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen dem Festhalten an der Tradition und der Begrüßung des Fortschritts zu finden. Darüber hinaus war Königin Elisabeth II. Eine bedeutende und einflussreiche Figur in seinem Leben. Ihre Fähigkeit, auch unter Zwang Gelassenheit und Eleganz zu bewahren, sowie ihr unerschütterliches Engagement für die Werte ihres Landes haben William zutiefst beeinflusst. Um seine Pflicht zu erfüllen, hat William nicht nur beobachtet und gelernt, sondern sich auch sehr angestrengt, durch seine Teilnahme an wichtigen Ereignissen. Seine Reisen als Vertreter der Krone und seine öffentlichen Äußerungen zu wichtigen Themen wie geistige Gesundheit und Umwelt gewann er an Selbstvertrauen. Die Ereignisse, die er durchlebte, waren nicht das Ergebnis zufälliger Ereignisse, sondern bewusste Etappen auf seinem Weg zum zukünftigen König. Durch seine außergewöhnliche Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, hebt sich William von der Masse ab. Anstatt andere herablassend zu behandeln, hört er zu, was sie zu sagen haben. Ganz gleich, ob er sich in einem Krankenhaus mit Militärfamilien trifft oder bei königlichen Besuchen mit Jugendlichen interagiert. Er schenkt jedem Einzelnen von ihnen seine Aufmerksamkeit. Er hält Blickkontakt mit anderen und vermittelt ihnen den Eindruck, dass sie wahrgenommen und verstanden werden. Neben seinem Festhalten an der Tradition ist eine seiner bewundernswertesten Eigenschaften seine Fähigkeit, den Anliegen und Bedürfnissen anderer zuzuhören und sie zu verstehen. Er versteht es nicht nur, die Traditionen der königlichen Familie mit einem modernen Ansatz zu verbinden, sondern er ist auch ein Vertreter einer neuen Generation. Zusammen mit seiner Frau, Prinzessin Catherine, haben sie das Bild der Monarchie modernisiert. Sie haben ihre Kinder in einer Weise erzogen, die es ihnen ermöglicht, ihre Privatsphäre zu bewahren und sie gleichzeitig auf die Rollen vorzubereiten, die sie in Zukunft im öffentlichen Leben spielen werden. Gemeinsam zeigen sie eine ausgewogene Kombination aus königlichen Aufgaben und den Verpflichtungen des Familienlebens. In der Zeit, in der sein Vater mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und seine offiziellen Verpflichtungen reduziert, konzentriert sich die Aufmerksamkeit aller auf William. Die nächsten Aufgaben sind enorm. Und es ist möglich, dass der Zeitpunkt nicht vorhergesehen werden konnte. Andererseits hat William sein ganzes Leben damit verbracht, sich schrittweise auf diesen Moment vorzubereiten, bis er schließlich eintrifft. Sein ganzes Leben lang hat er sich entwickelt, ist gereift, hat Informationen gesammelt und beobachtet. Von nun an sind all die Jahre der stillen Vorbereitung auf eine einzigartige Aufgabe ausgerichtet.
die nur von ihm ausgefüllt werden kann. Der König von England tritt einen Schritt zurück, während Prinz William einen Schritt nach vorne macht. Bevor Prinz William in den Mittelpunkt des Interesses rückte, richtete sich die Aufmerksamkeit aller auf König Charles. Obwohl es sich um eine schwierige Entscheidung handelte, zeugte die Entscheidung des Königs von Weisheit. Er warf die Vorsicht nicht in den Wind und ging nicht leichtfertig damit um. Nachdem er gründlich darüber nachgedacht hatte, traf er die Entscheidung, sich aus der Situation zurückzuziehen, was sehr persönlich war und seine innere Stärke bewies. Er hatte die Möglichkeit, zu warten und zu schweigen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu vermeiden und den Geschichten freien Lauf zu lassen. Aber er entschied sich dagegen. Stattdessen entschied er sich, der Wahrheit ins Auge zu sehen und zeigte damit, dass auch ein Monarch Schmerz, Erschöpfung und das Bedürfnis nach einer Pause empfinden kann. Für König Karl gab es keinen Zweifel daran, dass die ganze Welt ihn beobachtete. Seine Krone war nicht nur ein Symbol für Reichtum und Luxus, sondern auch für die Verpflichtungen und Erwartungen, die ihm die Tradition auferlegt hatte. Mehr als 70 Jahre hatte er auf den Tag gewartet, an dem er die Krone erhalten würde. Die meiste Zeit seines Lebens hatte er sich auf das Amt des Königs vorbereitet und war in die Fußstapfen der Könige getreten, die vor ihm gelebt hatten, insbesondere seiner Mutter, Königin Elizabeth. Gerade als er den höchsten Punkt seiner Reise erreichen wollte, wurde er mit einem neuen Hindernis konfrontiert, das er in den Jahren seiner Hingabe an die königliche Familie noch nie erlebt hatte. Es dauerte einige Zeit, bis diese Entscheidung getroffen wurde. Es gab keine Anzeichen von Angst oder Schwäche. König Karl dachte einige Wochen lang im Geheimen über die Angelegenheit nach. Er suchte den Rat von Medizinern und führte ernsthafte Gespräche mit seiner Familie. Wenn er sie brauchte, war Königin Camilla zur Stelle, um ihn zu unterstützen und zu trösten, ohne ihn zu verurteilen. Durch sie konnte er erkennen, dass er einen Schritt zurücktreten musste, um das Wohl der Nation über seine eigenen Bedürfnisse zu stellen. König Karl vermittelte der Bevölkerung seine Botschaft auf offene und ehrliche Weise, indem er Augenkontakt hielt und einen ruhigen Ton anschlug. Er war offen und ehrlich in seiner Kommunikation und versuchte nicht, etwas zu verbergen. Er bedankte sich bei allen, die für ihn da waren, äußerte seine Hoffnung für die Zukunft und versprach, die Richtung vorzugeben, wann immer es nötig sei. Im selben Moment, als sich die Kamera zum letzten Mal auf ihn konzentrierte, zeigte sie mehr als nur einen Monarchen. Sie zeigte eine männliche Figur. Dies war ein Mann, der Freude an seiner Position hatte, der das in ihn gesetzte Vertrauen zu schätzen wusste und der weiterhin bereit war, zu helfen, wenn auch auf eine eher stille Weise. Am Ende des Videos kam es zu einem bedeutsamen Ereignis im Verlauf der Geschichte. Während ein Kapitel einen respektvollen und würdevollen Abschluss fand, begann ein anderes in völliger Stille. Nun steht Prinz William im Mittelpunkt des Interesses. Da er der älteste Sohn von König Charles und der verstorbenen Prinzessin Diana ist, war sich William immer bewusst, dass dieser besondere Moment irgendwann kommen würde. Seit er ein kleines Kind war er sich der Rolle bewusst, die er in der Zukunft spielen würde. Denn die Krone war schon immer ein Teil seines Schicksals. Während seines Heranwachsens war er den Anforderungen der königlichen Familie, ihren Traditionen und der unablässigen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ausgesetzt. Jede Begegnung, jedes Ereignis und jede Rede, an der er teilnahm, war Teil seiner Vorbereitung auf die Position, die er in Zukunft einnehmen wird. Niemand hatte damit gerechnet, dass dieser Moment so schnell kommen würde, obwohl er viel Unterricht erhalten hatte. Die Äußerungen von König Charles hatten eine große Wirkung. Prinz William stand plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller. Das Land. Die Medien und die Öffentlichkeit richteten ihre Aufmerksamkeit auf ihn, und was sie beobachteten, war ein Mann, der gut vorbereitet war. William verschwendete nur wenig Zeit, denn er begann sofort, mehr königliche Aufgaben zu übernehmen. Sein Selbstvertrauen ermöglichte es ihm, selbstbewusst als Sprecher der Monarchie aufzutreten, wenn er neben einflussreichen Persönlichkeiten stand und an bedeutenden Ereignissen teilnahm. Er bewahrte seine Gelassenheit und kommunizierte fließend. Er strebte nicht danach, Aufmerksamkeit zu erregen, sondern erledigte einfach seine Aufgabe auf effektive Weise. Die Bevölkerung wurde aufmerksam auf das, was vor sich ging. Die Art und Weise, wie er mit den Situationen umging, war wichtiger als die Namen oder die Ereignisse selbst. William erweckte in keiner Weise den Anschein von Macht. Die Art, wie er sprach, machte deutlich, dass er besorgt war. Die Worte, die er sprach, waren gefasst und echt. Er machte keine Anstalten, seine Überlegenheit zur Schau zu stellen, zuhören,
Verstehen und Reagieren standen im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Doch trotz ihrer gesundheitlichen Probleme blieb Prinzessin Kate an der Seite ihres Mannes und bewies Stärke und Zärtlichkeit zugleich. Es war klar und beruhigend, dass sie zusammen waren, was den Eindruck vermittelte, dass sie ein starkes Team waren, das auf Liebe und gemeinsamen Zielen beruhte. Die Menschen konnten aufgrund ihrer kooperativen Beziehung Vertrauen in die Zukunft der Monarchie haben. Der Einfluss und die Popularität von William wuchsen im Laufe der Jahre täglich weiter. Durch seine Teilnahme an einer Vielzahl von Veranstaltungen im ganzen Land kam er mit normalen Menschen ins Gespräch, zeigte Mitgefühl für junge Menschen und setzte sich für wichtige Themen ein. In Anerkennung seiner Fähigkeit, sich der Situation zu stellen, wurde er auf den Titelseiten von Magazinen abgebildet, von Nachrichtensendern verfolgt und in den sozialen Medien bejubelt. Selbst Menschen, die sich im Allgemeinen nicht für königliche Nachrichten interessieren, begannen, die Situation zu beobachten. Man glaubte, dass William sowohl das Mitgefühl seiner Mutter als auch das Pflichtgefühl seines Vaters verkörperte. Obwohl er sie nicht nachahmte, verkörperte er die Eigenschaften, die sie besaßen, auf seine eigene Weise. Durch die Mischung dieser Faktoren wirkte er zugänglich, authentisch und belastbar. Prinz William hat sich nie selbst zum Thema gemacht, obwohl er viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Er hat immer seine Bescheidenheit bewahrt. Weder suchte er nach Lob, noch war er bestrebt, Anerkennung zu erhalten. Stattdessen konzentrierte er sich auf seine Pflichten und erfüllte sie mit unermüdlichem Engagement. Dadurch erlangte er nicht nur Anerkennung, sondern auch das Vertrauen anderer Personen. Gegenwärtig befindet sich die königliche Familie in einer Phase des Umbruchs. Gleichzeitig mit dem Optimismus, der in der Luft liegt, gibt es auch ein Gefühl der Trauer. Infolgedessen wird Prinz William nun als Symbol dieser Hoffnung angesehen, und er geht diese Rolle mit Eleganz und Mitgefühl an, anstatt mit eindringlichen Äußerungen. Aber wie haben die anderen Mitglieder der königlichen Familie diese Nachricht aufgenommen? Finden wir es heraus. Ein neues Kapitel für die königliche Familie. Im Laufe der Geschichte stand die königliche Familie für Beständigkeit, Tradition und Stabilität. Doch in jüngster Zeit hat sich ein verblüffender Wandel vollzogen, dessen sich viele Menschen nicht bewusst waren. Dieser Wandel hat sowohl innerhalb des Palastes als auch weltweit tiefe emotionale Auswirkungen. Die Monarchie wurde stark beeinflusst, als König Charles beschloss, seine königlichen Pflichten aufgrund gesundheitlicher Probleme zu reduzieren. Jedes Familienmitglied ist von dieser Entscheidung persönlich und in einzigartiger Weise betroffen. Es geht um mehr als nur darum, dass König Charles Urlaub macht. Die königliche Familie hat sich infolgedessen erheblich umstrukturiert. Die Aufgaben werden neu verteilt und die Rollen verändern sich. Alle werden dazu angehalten, sich zu erheben, mehr zu leisten und sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Diese Veränderungen haben sich vor allem auf Königin Camilla ausgewirkt. Sie hat König Charles in guten wie in schlechten Zeiten als seine Ehefrau zur Seite gestanden. Doch nun hat sich ihre Verantwortung über die Rolle einer hilfreichen Begleiterin hinaus erweitert. Sie ist jetzt eine Führungspersönlichkeit hinter den Kulissen. Obwohl sie in den Medien kaum Beachtung findet, hat Königin Camilla in dieser Zeit des Übergangs eine wichtige Rolle gespielt. Sie hat König Charles geholfen, mit den Ängsten und der Ungewissheit über seinen Gesundheitszustand fertig zu werden. Die gesamte Familie, nicht nur ihr Gatte, hat von ihrer ruhigen und besonnenen Art profitiert. Sie hat dem königlichen Haushalt durch ihre ruhige Führung Trost gespendet, während Camilla ihm mit ihren Erfahrungen als Mitglied der königlichen Familie mit Rat zur Seite stand. Ihre Unterstützung war in dieser Zeit von entscheidender Bedeutung. Camilla will keine Aufmerksamkeit, aber ihr Einfluss ist offensichtlich. Sie versteht die Abläufe in der königlichen Familie. Sie weiß, welche Bräuche beibehalten und welche geändert werden müssen. Gegenwärtig bietet sie Beratung und Unterstützung an und hilft den Menschen, taktvoll bei der Vorbereitung auf die bevorstehenden Veränderungen in der Monarchie und übernimmt früher als erwartet zusätzliche Aufgaben. Obwohl niemand damit gerechnet hat, dass es so schnell gehen würde, hat er immer gewusst, dass seine Zeit kommen würde. William hat schnell eine prominentere Rolle übernommen, während sein Vater sich zurückgezogen hat. Er nimmt nun an Veranstaltungen teil, trifft sich mit einflussreichen Persönlichkeiten und nimmt im Namen der königlichen Familie die Aufgaben eines künftigen Königs wahr, auch wenn ihn alle genau beobachten. Ist Prinz Harry aufgrund dieser neuen Phase in seinem Leben immer noch ein heißes Thema in der Öffentlichkeit. Harry ist immer noch bedeutend. Obwohl er sich von seinen königlichen Pflichten zurückgezogen hat,
und derzeit mit seiner Frau Meghan in den USA lebt. Die Menschen fragen sich, ob er in dieser Zeit des Wandels in die königliche Familie zurückkehren wird. Einige Menschen sind neugierig, ob Harry zurückkehren wird, um seine königlichen Pflichten zu unterstützen. Auch wenn Prinz Harry nicht mehr aktiv an königlichen Aufgaben beteiligt ist, wird er immer in Erinnerung bleiben. Die jüngsten Veränderungen in der Monarchie haben Spekulationen über ein mögliches Comeback von Prinz Harry ausgelöst. Das Interesse wird durch die Ungewissheit über seine mögliche zukünftige Rolle geweckt. Seine Beteiligung oder sein Fehlen könnte sich auf den Kurs der königlichen Familie in dieser Zeit des Wandels auswirken. Die jungen Royals, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sind die nächsten in der Reihe. Diese königlichen Kinder wachsen in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen auf. Auch wenn Kinder die Auswirkungen ihrer Umwelt vielleicht nicht ganz verstehen, sind sie sich bewusst, dass etwas Wichtiges geschieht. Sie beobachten, wie sich Pflicht und Dienst auf den Alltag ihrer Familie auswirken und sehen, wie die Menschen in ihrem Leben mehr Aufgaben übernehmen. Ihre Familie wird durch ihre frühen Erfahrungen beeinflusst. Sie beginnen zu erkennen, dass es mehr bedeutet, ein König zu sein, als der Bevölkerung zuzuwinken und aufwendige Kopfbedeckungen aufzusetzen. Dazu gehört auch, dem Land zu dienen, Traditionen zu ehren und die Familie in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Diese Lektionen werden sich auch auf ihre persönliche Entwicklung auswirken. Die Krone wird schließlich von Prinz George getragen werden, der Thronfolger ist. Neben dem Rollenwechsel beginnt für die königliche Familie auch eine ganz neue Phase. Es ist eine Zeit der Selbstreflexion, der sorgfältigen Planung und der emotionalen Entwicklung. Die Vergangenheit ist nach wie vor wichtig. Die Monarchie stützt sich nach wie vor auf die Werte und Traditionen, die sich über viele Jahre hinweg entwickelt haben. Aber es gibt auch eine Leidenschaft, die die königliche Familie in die moderne Zeit führen wird. Es wird immer noch prominente Menschen wie König Charles und Königin Camilla geben. Sie sind weder vergessen noch verloren gegangen. Prinz William und andere Neulinge übernehmen unterdessen immer größere Verantwortung. In diesem Zusammenhang beginnt die Öffentlichkeit, sich klarere Vorstellungen von der Zukunft zu machen. Die Menschen sind deprimiert. Die Menschen sind besorgt über ihre Gesundheit und ihre Zukunftspläne. Es besteht jedoch auch die Hoffnung und Zuversicht, dass die jüngeren Könige die Nachfolge antreten werden und dass die nächsten Führer bereit sind. Aufgrund ihrer langen Geschichte besteht die Hoffnung, dass sich die Monarchie weiterentwickeln und noch mächtiger werden wird. Die Zukunft der Monarchie ist eine spannende Angelegenheit, auf die es keine eindeutigen Antworten gibt, und Millionen von Menschen verfolgen mit Spannung die Entwicklung des nächsten Kapitels. Die Zukunft wird letztlich von diesen ungelösten Fragen geprägt sein. Wir sind nicht nur Zeugen eines Wandels, sondern es beginnt eine neue Reise. Die königliche Familie tritt in eine neue Ära ein, in der es mehr um Neuanfänge als um Abschlüsse geht. Trotz dieses Wandels bleiben sie ein Symbol der Solidarität, der Tapferkeit und der Hoffnung auf eine neue Zeit. Hier ist also die eigentliche Frage. Glauben Sie, dass König Charles früher für Prinz William abtreten sollte, oder sollte er die Krone so lange wie möglich behalten? Schreiben Sie Ihre Gedanken in die Kommentare. Ich möchte wissen, was Sie an Charles' Stelle tun würden. Und wenn Sie dieses Update überraschend oder sogar ein wenig aufregend fanden, stellen Sie sicher, dass Sie dieses Video lieben, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit Sie immer die neuesten königlichen Neuigkeiten als Erster erfahren. Danke fürs Zuschauen. Und wie die Royals immer sagen, The Crown never sleeps. Bye.